Ist der aber schön. Amanita muscaria ist eine Substanz, die angeblich Angststörungen, Depressionen und andere psychische Leiden auflösen soll. Aber stimmt das? Also eines mal vorab, ich gebe hier keine Anleitung oder gar ein Versprechen, was passiert, wenn man Fliegenpilz konsumiert. Aber ich war mutig und habe ihn konsumiert. Im Laufe dieses Videos schauen wir uns die gefährlichen Nebenwirkungen an und natürlich, was man beachten muss. Los geht's. Amanita muscaria ist einer der bekanntesten Pilze der Welt und ist auch bekannt unter dem Namen Fliegenpilz. Er ist wunderschön, er ist rot und ist dafür bekannt für seine weißen Punkte. Ganz bekannt wurde er vor allem in den 60er und 70er Jahren in der modernen Popkultur. Amanita muscaria verfügt zwei bioaktive Verbindungen und diese zwei bioaktive Verbindungen sind Psychostimulantien. Das bedeutet, diese zwei Stimulantien sorgen dafür, dass als Agonist in den GABA-Rezeptor eingegriffen werden. Diese zwei Stimulantien sind einmal die Ibotensäure und das Muskimol. Die sorgen, wie gesagt, dafür, dass sie als Agonist in den GABA-Rezeptoren angreifen und das hat dann zur Folge, dass bestimmte Erscheinungsbilder, Symptome, wenn man so möchte, das dann zur Folge hat. Und das sind unter anderem halluzinogene Symptome, hypnotische, aber auch sedative. Und die allermeisten Menschen, die unter Angststörung oder Depressionen leiden, vor allem wenn man das so eine Akathie und innere Unruhe oder generalisierte Ängste, die wünschen sich ja vor allem dieses Sedative, also einfach mal wieder runterzukommen. Menschen, wir kommen noch im Laufe des Videos dazu, die sich dazu entschließen, eine Bewusstseinsveränderung zu erfahren, zum Beispiel im Rahmen mehr so zu erfahren der Meditation, im Hier und Jetzt zu leben, die wünschen sich natürlich mehr so diese hypnotische, halluzinogene Form. Da bin ich aber skeptisch, weil das dann schon tatsächlich gefährlich werden kann, aber wie gesagt, wir kommen gleich noch dazu. Jetzt hat der Fliegenpilz noch eine dritte Substanz in sich und die ist tatsächlich toxisch und das ist Muskarin. Muskarin führt zu Dingen, die echt unschön sind, wie zum Beispiel Übelkeit, Durchfall, Tränenfluss, vermehrtes Schwitzen und das sind alles Symptome, die sehr, sehr unangenehm sind und die keiner haben will. Sie sind aber nicht tödlich. Man muss wissen, dass der Fliegenpilz Muskarin nur wenig in sich innen trägt, dennoch führt es zu diesen genannten Nebenwirkungen, die höchstwahrscheinlich keiner will. Wenn man ihn konsumiert, treten circa nach 30 bis 120 Minuten, so in der Spanne, die ersten psychischen Effekte ein. Dies sind unter anderem visuelle Halluzinationen. Kommt natürlich immer darauf an, wie viel man konsumiert. In der Regel sind es jetzt ja keine Halluzinationen, dass man irgendwelche Elefanten rumfliegen sieht oder so. Nein, es ist einfach nur so, dass man in diesem Moment die Farben so richtig lebendig wahrnimmt. Ja? Es scheint alles so noch echter wie real. Also das sind so richtige visuelle Halluzinationen. Was soll ich großartig dazu sagen? Es ist so ein Gefühl, dass alles so richtig real und noch stärker wahr ist. Ne? Dann haben wir natürlich auch noch eine Sedation, die extrem sich stark anfühlt. Also man kriegt ein Gefühl der inneren Ruhe, der Entspannung. Man fühlt sich richtig tiefenentspannt. Die Menschen, die das dann einnehmen, plus diese Farben, die sie wahrnehmen, sind in einer Art Trance, wenn man so möchte. Ja, sie fühlen sich im gegenwärtigen Moment, im Hier und Jetzt angekommen und können sehr viel reflektieren und können sagen, so nach dem Motto, meine Gedanken bin nicht ich bin das reine Bewusstsein. Und das ist dann auch, wo viele Menschen dann immer sagen, sie sagen, sie wollen ihr Bewusstsein erweitern, dass sie zum Beispiel sagen, ich nehme den Fliegenpilz, ich konsumiere den Fliegenpilz, denn so werde ich mehr und mehr in das Hier und Jetzt katapultiert. Zudem kommt dann noch ein Gefühl der Euphorie und der Kreativität. Also das bedeutet, man ist so richtig gut drauf, man ist glücklich, man ist freundlich zu den Leuten, man ist zuvorkommend und man wird so richtig kreativ, ja. Man hat vielleicht Lust, was zu basteln oder man macht irgendwas und man möchte zeichnen oder irgendwas so tun, was mit Kreativität eben zu tun hat. Je nach Höhe des Konsums treten dann auch körperliche Veränderungen ein, wie zum Beispiel Schwindel und Koordinationsstörungen. Das bedeutet, wenn man läuft, hat man so das Gefühl, so wie betrunken zu sein. Kommt natürlich auf die Höhe an, wie viel man nimmt.
kann etwas unangenehm sein. Es kann Übelkeit auftreten und wieder auch hier zu sagen, kommt darauf an, wie viel man konsumiert. Ich komme dann noch dazu, wie viel man konsumieren kann und wie viel man lieber nicht konsumieren kann. Je nach Menge, wie gesagt, kann es dann natürlich auch zu Übelkeit kommen und ja, auch zu Erbrechen. Es kann auch dazu kommen, dass man vermehrt schwitzt und wie gesagt, kann eine sehr starke Müdigkeit und dann Schläfrigkeit entstehen. Wie gesagt, auch hier kommt darauf an, wie viel Milligramm man konsumiert. Was wichtig zu wissen ist, jeder Mensch reagiert anders. Das kennen wir auch bei den Medikamenten. Alle Medikamente reagieren bei allen Menschen unterschiedlich. Ja, wenn wir Antidepressiva zum Beispiel nehmen, dann kann man nicht sagen, dieses Medikament wirkt bei jedem gleich, auch wenn man im Internet immer liest und sich absichert und man hört, sagen wir, wie hat das Escitalopram oder das Sertralin oder was es da alles so gibt bei dir gewirkt. Bei jedem wirkt es anders. Und so ist es natürlich auch bei den Fliegenpilzen. Es wirkt nicht immer unbedingt gleich bei jedem, gleich jeder Körper ist anders. Und deswegen kann man hier nichts Pauschales sagen. Aber es ist wichtig zu wissen, dass dieser Fliegenpilz natürlich auch, wenn man Pech hat, sage ich jetzt mal knallhart, auch dazu führen kann, dass es zu schwer wirkenden Nebenwirkungen kommen kann. Und die können dann zum Beispiel so ähnlich sein wie bei einem Alkoholiker, der irgendwann mal ein Delirium tremens bekommt. Also das muss dann tatsächlich echt die Hölle sein, weil man dann solche Halluzinationen bekommt und in einen Schwindel mit einem tiefen Schlaf versinkt, eine totale Desorientierung hat und praktisch von der Welt nichts mehr Richtiges mitbekommt. Und das sind natürlich Dinge, die sehr, sehr, sehr gefährlich sind und sehr toxisch sind. Das Gute ist aber noch an dieser Geschichte, es ist anders wie beim Knollblätterpilz, es ist beim Fliegenpilz jetzt nicht so, dass der tödlich ist. Es gibt sehr, sehr wenige Geschichten darüber, dass einer von einem Fliegenpilz gestorben ist. Anders wie beim Knollenblätterpilz, den man dann einnimmt und sich dann gleich die ganze Leber auflöst. Das ist jetzt hier bei diesem Pilz Gott sei Dank nicht gegeben. Solltest du dich jetzt entschließen, diesen Pilz zu konsumieren, ist es wichtig, dass du jemanden hast oder jemanden kennst, den du vertraust, der diesen Pilz auch tatsächlich identifizieren kann. Schon klar, denn es gibt andere, die ihn ähneln könnten und der vielleicht dann andere Substanzen in sich hat und du einen falschen Pilz isst, ja. Also wie gesagt, ich gebe hier sowieso keine Empfehlung raus. Grundsätzlich würde ich eher sagen, lass die Finger davon und wenn du es machst, dann bitte mit jemandem, den du vertraust und der sich damit auskennt. Also, es ist wichtig, wenn du ihn aber hast, und das wird dir derjenige oder diejenige dann auch sagen, dass du den Pilz bitte trocknest. Das ist wichtig, damit sich diese Ibutensäure in das Muskimol umwandelt. Eigentlich gibt es 3 Darreichungsformen, wenn man so möchte. Du kannst ihn entweder als Tee kochen, ist wahrscheinlich auch die sicherste Methode, also richtig in heißem Wasser. Du kannst den direkt danach verzehren, was ich nicht empfehlen würde, auf gar keinen Fall. Und dann gibt es natürlich auch noch die Kapseln als Globuli. Die sind zum Beispiel auch frei verkäuflich, kann man zum Beispiel auf Amazon bekommen. Das ist auch eine sehr sichere Methode, kann ich dir in der Beschreibung mal an den Link verlinken, wenn du möchtest. Und das sind so diese 3 Methoden, wie man den Fliegenpilz konsumieren könnte, wenn man es möchte. Und jetzt kommt wahrscheinlich das Wichtigste von allen. Wie viel kann ich denn überhaupt konsumieren? Soll ich den ganzen Pilz essen oder soll ich nur 1 Gramm nehmen oder sonst irgendwas? Nein, bitte esst nicht den ganzen Pilz. Bitte, bitte, bitte nicht. Nein, also um gar keinen Fall. Bitte nicht, ja? Also ich sage das ausdrücklich, nein. Wenn du sagst, ich möchte es konsumieren, was ich wie gesagt keine Empfehlung gebe, dann aber, wenn es so wäre, ganz langsam rantasten und das ist eigentlich normalerweise 1 Gramm bis 3 Gramm, wobei 3 Gramm schon sehr viel ist und gerade einer, der es noch nie gemacht hat, würde ich unter gar keinen Umständen sagen, nimm 3 Gramm, sondern nimm tatsächlich 1 Gramm. Das habe auch ich gemacht. Ich habe tatsächlich nur 1 Gramm konsumiert. 1 Gramm, habe es in Tee gegossen und habe es dann getrunken und ich habe es vor allen Dingen sehr langsam getrunken. Das würde ich dir auch empfehlen. Trink den über eine halbe Stunde, 3/4 Stunde, damit du so ein bisschen so wie eine Kontrolle hast und dann ist bei mir auch Folgendes passiert. Ich hatte keine Halluzinationen, Gott sei Dank, es war auch sehr niedrig dosiert, auch sehr, sehr langsam getrunken. Was ich aber bemerkt habe, ist, dass sich in mir, so wie ich es ja vorhin schon gesagt habe, eine sehr, sehr starke sedierende innere Ruhe eingestellt hat. Ich hatte keine Halluzinationen, wie gesagt, ich hatte auch keine Euphorie, gut, brauche ich auch nicht unbedingt, bin eigentlich auch so immer ganz gut drauf, aber wie gesagt, es war eine tolle innere Ruhe, hat sich toll angefühlt und das lässt sich jetzt bei mir, wenn ich jetzt einmal das so
genau ansehe, könnte ich schon sagen, dass das eine positive Wirkung hat bei Menschen, die zum Beispiel unter verschiedenen Ängsten, Agoraphobie, Panikattacken etc. leiden, sehr positiv auswirken kann. Warum? Man könnte zum Beispiel jetzt sagen, ich nehme keine Antidepressiva, ich nehme schon gar keine Benzodiazepine etc. und konsumiere statt den Fliegenpilz. Es stellt sich eine beruhigende Wirkung ein. Man könnte sich jetzt zum Beispiel sagen, ich stelle mich verschiedenen Expositionen, die ja ganz, ganz wichtig sind bei der Bewältigung von Ängsten, mit diesem Fliegenpilz gerade in mir und kann dann natürlich neue Erfahrungen sammeln. Das habe ich jetzt nicht getan, aber ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass das therapeutisch bei sehr vielen Menschen, die unter verschiedenen Ängsten leiden, sehr gut wirken könnte. Ich möchte noch einmal eindringlich warnen, dass du das nicht einfach tun sollst. Das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig. Es gibt auch noch ein paar Menschen, die es auf gar keinen Fall tun sollten. Menschen, die bereits Antidepressiva nehmen, Benzodiazepine oder so etwas, die schon da hier oben in den GABA-Rezeptor rumfuschen und etc., sollten das auf gar keinen Fall nehmen. Im Zweifel zum Arzt gehen und mit ihm darüber sprechen, aber ich gehe schwer davon aus, dass der Arzt sowieso sagen wird, ja, das ist alles noch in den Kinderschuhen, das ist relativ modern. Wenn es da um bestimmte Therapiemöglichkeiten geht, wird er dir höchstwahrscheinlich davon abraten. Wenn du schwanger bist, brauchst du gar nicht darüber nachdenken, es zu nehmen. Und was ganz, ganz wichtig ist, wenn du es genommen hast, zur Sicherheit bitte kein Auto fahren, denn es kann sein, dass du eine langsame Reaktionszeit in dir trägst und das solltest du auf gar keinen Fall tun. Wenn du jetzt ein Interesse bekommen hast für andere Substanzen, die sich positiv und natürlich ohne Medikamente auf deine Psyche auswirken könnte, dann könnte dich das Video über das Same interessieren, das ich dir hier verlinke, und ich bedanke mich fürs Zusehen. Dein Juan. Namaste.